Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der August ist vorbei und ihr wisst ja, was das heißt. Es gibt Neuigkeiten von der Werkbank. Da ist auch diesen Monat nicht so viel passiert, einfach weil ich mit Projekten beschäftigt war, aber auch weil es hin und wieder immer noch mal sehr warm war und ich hatte auch Besuch von meiner Familie. Das freut mich dann immer sehr. Da habe ich dann nicht so viel Zeit zum Basteln und Malen. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem bisschen, was im August fertig geworden ist. Der Anfang dieser Werkbank wird ziemlich chaotisch und zwar mit diesem Centicore. Das Modell stammt von Raven Twin Miniatures und kommt wie so oft aus dem Drucker. Der wird auch Teil einer größeren Einheit von Centigores werden, aber bis jetzt habe ich da nur einen zu angemalt. Die Geschichte habe ich euch unten verlinkt, die gibt es leider nur auf Englisch. Aber geplant ist ein Trupp von 10 oder 15 Mann. Das weiß ich noch nicht ganz so genau. Vielleicht werden es auch mehr. Kommt drauf an, wie ich Lust habe, weil Spaß macht es schon mal was ganz anderes als Ritter, Landsknechte oder Soldaten für den Zweiten Weltkrieg anzumalen. Auch wenn die vorherrschenden Farben bei Tiermenschen ja Brauntöne sind, wie man an dem hier sehr gut sehen kann. Irgendwo gibt es dann doch wieder die Herausforderung, jeden so anzumalen, dass er individuell aussieht, aber sie trotzdem zusammengehören. Gut, das wird über die Farbe geregelt, braun, aber irgendwo sind sie doch alle Individualmodelle und das macht dann wieder Spaß. Weiter geht es mit einer Gruppe Landsknechte, die wieder in meine Imperiumsarmee integriert werden sollen. 5 Hellebardenträger und ein Musketenschütze. Der Musketenschütze ist wie unschwer zu erkennen von Games Workshop und die Hellebardenträger sind von Eramir Orlanis, also kommen die aus dem Drucker. Es hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, die Landsknechte anzumalen, gerade weil sie eben so schön bunt sind. Das muss ich immer an meine Bretonen denken, da habe ich auch noch einiges in der Hinterhand liegen. Aber langsam habe ich auch keine Lust mehr, Landsknechte anzumalen. Ein paar stehen jetzt noch auf der Werkbank, aber danach mache ich bei denen erstmal eine Pause, denn es ist eine ganze Menge Arbeit, die alle so in diesen Farben anzumalen und das zieht sich immer, deswegen dauert es so lange, bis die Einheiten fertig sind. Das war auch bei meiner Imperiumsarmee ein ziemlicher Kraftaufwand, weil irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, die Leute so anzumalen. Aber ich wollte ja keine Staatstruppenarmee haben, ich wollte ja eine Söldnerarmee haben, also müssen sie eben alle bunt werden. Als letztes kommt ein Modell auf den Tisch, das sehr lange bei mir hier rumgestanden hat. Ich glaube, mittlerweile sind es 2 Jahre. Das ist ein Ritter vom Bruchtal von GW, wie unschwer zu erkennen, aber ich habe an dem fleißig was verändert. Und das Ganze kam so. Ich hatte den Reiter ganz lange zusammengebaut vor mir auf dem Tisch stehen und mich gefragt, was sieht so komisch an ihm aus? Und dann ist es mir irgendwann aufgefallen, der Oberkörper ist extrem schwer gepanzert, aber von der Hüfte abwärts hat er Reithosen und ganz normale Reitstiefel an. Ja, kann sein, dass man sich da beim Designen einfach gesagt hat, ach, ist doch egal, Hauptsache er hat oben Rüstung. Das gefällt mir aber nicht. Es hat mir einfach nicht gefallen, es sah merkwürdig aus. Also habe ich die Beine abgesägt, habe sie durch welche von Perry Miniatures ersetzt. Das sind jetzt mittelalterliche Ritterbeine. Passt nicht ganz oder eigentlich fast gar nicht zu der Rüstung, die der Krieger an sich trägt, ist mir aber egal gewesen. Ich habe dann noch Gorgets von den Frostgrave-Dämonen als Schulterpanzer angeklebt und das Schwert habe ich ausgetauscht, denn ich bin kein großer Fan von diesen Säbelschwertern, die die Elben bei Herr der Ringe tragen. Die gefallen mir einfach nicht. Ich bin da mehr für normale oder für die Leafblades, die die Hochelfen von Warhammer tragen. Das Pferd stammt von Reconquer Design, denn das von GW hat natürlich entsprechend nicht mehr zum Modell gepasst, war mir aber auch egal, die gefallen mir sowieso nicht so gut. Den Köcher, da weiß ich leider nicht mehr, wo er herkommt, den habe ich noch angeklebt, weil er den Bogen auf dem Rücken hat. Damit war der Reiter fertig und damit ist auch die August-Werkbank an ihrem Ende angekommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und natürlich läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.